Über 2000 Karten gibt es schon bei Disney Lorcaner und welche verschiedenen Arten es gibt, dafür habe ich heute den Lorcaner-Experten Lars bei mir, also rein ins Video. Das für alle Leute, die jetzt Lorcaner noch gar nicht kennen, was ist denn Disney Lorcaner überhaupt? Disney Lorcaner ist ein Sammelkartenspiel, also ein Kartenspiel, das man auch sammeln kann in der Welt von Lorcaner. Das ist eine Welt, in der die Charaktere aus Filmen und Serien, die wir alle von Disney kennen und lieben, zusammenkommen, um Abenteuer zu erleben. Auf Arten, wie wir sie schon kennen, aber auch auf Arten, wie ihr sie noch nicht erlebt habt. Unsere Artists haben da ganz tolle Karten von Hand erschaffen, die dann eben diese Abenteuer erleben können. Und die werden wir euch hier im Laufe des Videos auch bestimmt ein bisschen zeigen können. Gibt es denn auch meinen Lieblingscharakter Stitch? Es gibt Stitch, den haben wir ja hier auch schon liegen, und zwar in ganz verschiedenen Varianten. Wie gerade schon gesagt, ihr könnt Charaktere eben erleben in Arten, wie ihr sie kennt. Das sind die sogenannten Sagengestalten. Also klassisch, wie Stitch auch in den Filmen oder Serien zu sehen ist, wäre er dann als Sagengestalt unterwegs. Dann gibt es Traumgestalten. Das sind Charaktere, die immer noch sehr ähnlich den Originalcharakteren sind, aber wo es vielleicht kleine Unterschiede gibt. Sowas wie bei Prinz John, dass er dann plötzlich blaue statt grünen Klamotten trägt oder andersrum, solche Dinge. Und dann gibt es die Flutgestalten. Flutgestalten, das sind Gestalten, wo die Charaktere komplett verändert wurden. Das ist in der Geschichte von Lorcaner verankert. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen. Aber da erlebt man seine Charaktere so, wie man sie vielleicht noch nie gesehen hat. Wie zum Beispiel den Stitch, der stattdessen Rockstar geworden ist. Den haben wir ja hier. Oder eben ein Alien-Pirat geworden ist. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, eben einfach mal zu zeigen, hey, was wäre denn wenn und wie würde mein Charakter denn aussehen, wenn die Geschichte eben anders gelaufen wäre. Jetzt habt ihr ja so viele verschiedene Karten bei Lorcaner und ihr unterscheidet da ja auch zwischen den Seltenheitsstufen. Was gibt's denn da? Ganz verschiedenste tatsächlich. Wir beginnen mit den gewöhnlichen Karten. Das ist hier unten dieser hübsche Kreis. Gewöhnliche Karten sind Karten, die man, wenn man einen Booster kauft, sehr schnell ziehen kann, die man auch sehr schnell in seine Sammlung bekommt. Die ungewöhnlichen Karten sind ein bisschen seltener, aber immer noch sehr, sehr leicht zu bekommen. Dann gibt es die seltenen Karten. Da beginnt, wie man es auch schon richtig am Namen erahnen kann, eben die seltenere Variante. Dazu gibt es dann noch die epischen Karten. Epische Karten sind nochmal ein wenig seltener. Die haben hier ein silbernes Symbol. Daran erkennt man, dass die eben ein bisschen was Besonderes sind. Und die goldenen Karten, das sind die legendären Karten. Das sind die letzten verschiedenen Karten, die man erleben kann. Wir haben aber all diese Karten oder einige dieser Karten auch nochmal abgewandelt. Und da gibt es dann nochmal die sogenannten mythischen Karten. Mythische Karten haben spieltechnisch gesehen das Gleiche wie eben in diesem Fall hier zum Beispiel bei der Elsa, die Uncommon Elsa. Also man sieht es auch, dass das eine sehr ähnliche Karte ist. Aber sie sieht eben ein bisschen anders aus, ist was für Sammler. Dann gibt es die verzauberten Karten. Das sind sehr, sehr seltene Stücke. Auch da, spieltechnisch gesehen, wir haben sie hier einmal hingelegt, Elsa und auch Stitch. Das ist spieltechnisch die gleiche Karte, aber diese Full-Art-Version ist eben was für Sammler, sieht ein bisschen besonderer aus, hat auch eine besondere Folierung, glänzt dann nochmal ganz besonders und macht sich in der Sammlung natürlich sehr, sehr gut. Und darüber gibt es dann jetzt seit Set 9 neu auch noch ikonische Karten. Die sind unfassbar selten, so selten, dass wir sie nicht mal hier auf dem Tisch liegen haben, aber gerne für euch einblenden. Und das ist natürlich für den Sammler so ein bisschen der ganz besondere Traum, diese ikonischen Karten auch mal zu bekommen. Wenn ich jetzt beginnen möchte, meine Karten zu sammeln, so was kann ich denn da kaufen? Da kommt es ein bisschen drauf an, was man wirklich möchte. Wir haben das Starter-Set für Sammler. Das ist ein Set, da sind schon ein paar Booster drin. Booster sieht man hier auch. In Boostern sind 12 verschiedene Karten drin, zufällig sortiert. Und davon haben wir hier 4 Stück. Wir haben auch ein Sammelalbum hier mit dabei. Und wir haben eine spezielle Sammelkarte, nämlich die gute Tinkerbell dabei. Oder Naseweiß, wie sie ja in Deutschland heißt. Das ist was ganz Besonderes. Man hat aber auch, und da greife ich hier mal rüber, wenn man ein bisschen mehr Auswahl möchte, haben wir die sogenannten Geschenksets. Die sind in der praktischen, die kann man auch gut verpacken dann, deswegen Geschenkset. Hier haben wir dann zum Beispiel eine Elsa-Promo drin, die man auch hier nochmal sieht. Und es sind Booster aus verschiedenen Sets dabei, damit man eben so ein bisschen breiter anfangen kann zu sammeln, wenn man das gerne möchte. Da ist aber dann kein Sammelalbum dabei. Das muss man sich dann extra dazu. Genau, wenn ich jetzt eine große Ansammlung an Karten habe, habe ich irgendwo eine Möglichkeit, mir das aufzuschreiben, was ich bereits habe? Es gibt verschiedene Möglichkeiten tatsächlich, wie du dir merken kannst, was du hast. Zum einen die Sammelalben, die wir gerade erwähnt haben. Da kann man ja auch gerne mal in eins reinschauen. Ich mache das mal auf. Die sind speziell für Sammelkarten eben angelegt. Das heißt, die Karten können hier reingepackt werden. Alle Karten haben eine Nummer. Das heißt, du kannst sie im Prinzip durchnummeriert oder wie auch immer du sie gerne sortieren möchtest, in dein Album packen und weißt dann, welche noch fehlen. Ansonsten haben wir aber auch eine App, die offizielle Disney Lorcaner App. Da sind alle Karten drin, alle Promos drin, alle Karten, die man überhaupt irgendwo finden kann. Und da kann man natürlich seine Sammlung dann auch auf Vollständigkeit prüfen und dann damit Spaß haben. Okay, und wie oft kommen da neue Karten raus? Oder kommen denn neue Karten Es kommen neue Karten raus. Mehrfach im Jahr haben wir neue Sets mit jeweils um die 200 neuen Karten. Dann eben auch noch plus den alternativen Artworks und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Karten
zu Kinoaktionen oder auf Messen oder wenn man eine der großen Turniere spielt. Also es gibt eigentlich die Möglichkeit, selbst auf Disney-Kreuzfahrten gibt es spezielle Karten, wo Sammler vielleicht auch Spaß dran haben könnten, da mal hinterher zu sein und noch eine tolle neue Karte für die Sammlung zu kriegen. Also für jeden was dabei. Für jeden was dabei, so soll es sein. Dann vielen Dank für deine Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da und besucht doch auch mal den Instagram-Kanal von disneylorcaner.de, denn dort seht ihr nochmal richtig viele coole Karten und auch tolle Infos zu dem Spiel. Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.